In diesem Video stelle ich dir eine bahnbrechende Methode zur Bewusstseinserweiterung vor. Diese Methode wird Meditation und Quantenphysik miteinander verbinden. Du wirst lernen, wie diese zwei Konzepte zusammenwirken und wie sie dir helfen können, dein Bewusstsein zu erweitern und dein volles Potenzial auszuschöpfen. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich möchte dir in diesem Video eine neue Technik vorstellen. Du hast vielleicht ein anderes Video gesehen zum Thema Quantensuggestionen, ja, die ich entwickelt habe. Und ich habe auch noch eine andere Methode entwickelt, und zwar die Quantenmeditation. Ja. Die Quantenmeditation ist ein ähnliches Konzept wie die Quantensuggestion. Es geht nur eine Ebene tiefer und ist eine andere Herangehensweise an das Thema. Ja. Und zwar geht es darum, dass du auf Quantenebene eine andere Form von Umprogrammierung deines Gehirns machst. Ja? Es ist nämlich so, unser Gehirn erschafft eigentlich die Realität. Ja? Und dazu möchte ich dir 4 Teile vorstellen, dieses Video aufgebaut ist. Der erste Teil sind einmal die Grundlagen der Quantenphysik, weil alles, was ich dir jetzt sage, wirst du vielleicht denken so, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn du die Grundlagen der Quantenphysik verstehst, dann wirst du verstehen, wie die Grundlagen der Meditation funktionieren und dann, wie diese zwei Sachen miteinander interagieren. Ja, das heißt, in der Quantenphysik gibt es ein paar grundlegende Konzepte, zum Beispiel das Konzept der Superposition, das Konzept der Quantenverschränkung, das Konzept der Beobachterabhängigkeit. Da wurden sehr viele Experimente gemacht und die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Ergebnis, was sie eigentlich produzieren wollen, davon abhängt, was für ein Ziel sie haben. Ja? Also wenn der Beobachter die Absicht hat, dass das passiert, dann wird das passieren. Hat der Beobachter nicht die Absicht, dass das passiert, dann wird das nicht passieren. Ja? Also da gelten ganz andere Naturgesetze. Ja? Das heißt, die subatomare Ebene, da sind einfach andere Naturgesetze da, die bilden das fundamentale Ergebnis von unserer Realität. Und in unserer Welt scheint es so, als ob wir die Naturgesetze haben. Aber falls du die Arbeit von Wladimir Seeland gelesen hast und Transurfing und dort die Konzepte verstanden hast, dann wirst du wissen, dass die Realität sehr wohl etwas mit Quantenphysik zu tun hat und dass du sie beeinflussen kannst. Ja? Und das Ganze basiert sehr, sehr stark auf das Thema Wahrheit auf. Ja? Das heißt, deine Wahrheit, die du in dein Gehirn programmiert hast, erschafft deine Filtersysteme, wie du die Realität wahrnimmst. Ja? Und diese Filtersysteme definieren schlussendlich, welche Quantenebene du anziehst und auf welche Welt du kommst. Du kannst dir die ganze Realität als eine Art Landkarte vorstellen. Deinen Augenblick, den du jetzt gerade erlebst, nimmst du als einen Punkt in dieser Landkarte wahr. Also du bist auf diesem Point of Interest, ja, und um dich herum kannst du in jede Richtung gehen. Also durch deine Entscheidungen, die du triffst, gehst du in diese Richtung. Also du gehst in Richtung Tal oder du gehst in Richtung Berg oder du gehst in Richtung Wüste oder du gehst in Richtung Ozean. Ja? Das heißt, deine Entscheidung, die du triffst, definiert, wo du dich auf diese Landkarte hinbewegst. Ja? Das heißt, du kannst jetzt die Entscheidung X treffen, dann gehst du auf diese Zeitlinie. Triffst du aber eine andere Entscheidung, dann gehst du auf diese Zeitlinie und die führt dich dahin. Das heißt, aus einer Quantenebene ist die ganze Zeit schon fertig. Und das, was du tust, ist, durch deine Handlungen, durch deine Entscheidungen gehst du auf dieser Karte spazieren, bis du stirbst. Und dann landest du auf einer neuen Landkarte, gehst dort wieder irgendwo hin, bis du die Entscheidung triffst, wieder irgendwo zu inkarnieren. Dann wechselst du wieder zu einer neuen Landkarte und gehst dann wieder dort von A nach B. Im Grunde tut die Seele nichts anderes wie Abenteuer in der Unendlichkeit machen. Ja? Das heißt, die Quantenphysik sagt, ich bin die Landkarte und du kannst tun und lassen, was du willst. Es gibt verschiedene Wege, die du gehen kannst. Und deine Entscheidung definiert, wohin du gehst. Ja? So, und jetzt kommt das nächste Konzept. Das heißt, deine Entscheidung basiert auf deinen inneren Programmen. Ich möchte dir dazu ein Video einblenden, und zwar die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung. Also, falls du nicht weißt, welche bewussten oder unbewussten
Entscheidungen du triffst, wovon das abhängt, dann schau dir dieses Video an, da stelle ich dir die 12 Systeme vor, die zusammenhängend sind, warum du so tickst, wie du tickst, warum du diese Entscheidungen triffst, warum du diese Gefühle empfindest und so weiter. Ja. Das heißt, wir haben ein System, eine Art, ich nenne das mal Ego-System mit verschiedenen Programmen installiert und dieses Programm entscheidet schlussendlich, welche Wahrheit du hast und deine Wahrheit definiert schlussendlich, wenn ein Ereignis eintritt, wie du auf dieses Ereignis reagierst. Ja? Und das ist das Zusammenspiel, deine Reaktion auf das Ereignis definiert, wer und wie du bist. Das war ein kleiner Auszug aus meinem Buch Das große Mysterium, welches übrigens Anfang nächstes Jahr erscheint. Ja. Ja, also wir sind beim Thema Quantenphysik. Das heißt, die Quantenphysik sagt, du kannst hingehen, wo du willst auf dieser Landkarte. Deine Wahrheit entscheidet, was du als nächstes erleben wirst in deinem Raum. Und deine Wahrheit basiert auf deinem Seinszustand. Das heißt, dein Zustand, in dem du dich befindest, die Frequenz, die du hast, erzeugt eine Resonanz im Universum. Und diese Resonanz zieht auf Quantenebene eine Gegenfrequenz an und die zieht Menschen in dein Leben, die so ticken wie du, die zieht Ereignisse an, die genau dementsprechend sind wie du. Beispiel, du hast ein Mangeldenken, dann wirst du Menschen in dein Leben anziehen und Situationen erleben, die dir den Mangel widerspiegeln. Änderst du deine Frequenz, zum Beispiel mit Quantensuggestion oder mit dieser Quantenmeditation, die ich dir gleich vorstelle, dann wirst du merken, wie sich dein Gehirn umprogrammiert und das geht in die Quantenebene und sagt, okay, wir gehen jetzt auf eine andere Richtung auf dieser Landkarte, weil du hast kein Mangeldenken mehr. Ja? Also so funktioniert die Technik dahinter, ja? Oder die Physik dahinter. Ja? Also, wir haben die Quantenphysik, ja? Die Konzepte der Quantenphysik zeigen uns, dass die Realität, die wir wahrnehmen, auf subatomarer Ebene von Natur aus unbestimmt ist und dass unser Bewusstsein eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung dieser Realität spielt. Ja? Und das sind Auszüge aus der Quantenphysik, das habe ich nicht einfach irgendwo hergezogen. Ja? Wenn du übrigens die Arbeit eben von Wladimir Seeland kennst, dann weißt du die Methoden, wie man auch die Quanten, also die Transurfing ist ja nichts anderes wie ein Quantenphysiker, der die Quantengesetze genommen hat und gesehen hat, dass unsere Welt, wo wir glauben, dass sie auf Naturgesetzen basiert, nicht so ist, wie wir glauben, sondern dass sie sehr wohl auch eine Quantenwelt ist und dass unser Bewusstsein, unsere Einstellung, unser Seinszustand eben definiert, was du im Außen anziehst. Ja. Teil 2 dieses Videos bedeutet Meditation und Bewusstsein. Ja. Du wirst sicher Meditation kennen, das ist eine sehr, sehr uralte Praxis, die darauf abzielt, eben unseren Geist zu beruhigen. Ich sage immer so schön, unser Geist ist eine Waschmaschine, die Gedanken sind die ganze Wäsche, die wieder drin waschen und der Mensch tut nichts anderes wie, er hat meistens den Schleudergang aktiv und wäscht halt die ganze Zeit seine Gedanken im Loop und er schafft sozusagen immer dasselbe im Leben und hat sozusagen seinen Alltag dadurch. Ja. Aber wenn du was verändern willst in deinem Leben, dann musst du deine Wäsche raustun, musst eine neue Wäsche reintun, um den Schleudergang reduzieren und das machen wir mit dieser Methode. Das heißt, wir fahren runter. Es geht darum, bei der Meditation den Geist zu beruhigen, dein Bewusstsein zu schärfen, einen Zustand des inneren Friedens zu erreichen, in die Gelassenheit dich hineinzuversetzen und dadurch koppelst du deine Achtsamkeit, dein Bewusstsein mit der Quantenwelt. Ja? So, und jetzt wird es ziemlich spannend. Ja? Und dann kommen wir zu Teil 3, und zwar die Verbindung zwischen Meditation und zwischen der Quantenphysik. Ja? Die Verbindung zwischen diesen zwei Welten liegt darin, dass wir eine Fähigkeit haben, unser Bewusstsein gezielt zu nutzen, um die Realität auf subatomarer Ebene zu beeinflussen. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt einen Gedanken hast, du siehst den Gedanken nicht, aber du hast ihn gedacht, dass auf subatomarer Ebene hast du etwas programmiert. Und mit deinen Gedanken programmierst du in Wirklichkeit dein Gehirn um. Also wenn du jetzt die Idee hast, du willst jetzt ein Gedicht schreiben, und dann setzt du dich zum Computer und schreibst dieses Gedicht, dann ist diese Idee und dieser Gedanke nicht sichtbar, aber du hast es sichtbar gemacht. Und genauso ist die Programmierung deines Gehirns. Du hast die Idee, etwas in deinem Leben zu verändern und mit Quantensuggestionen und mit Quantenmeditationen
gehst du in dein Gehirn und schreibst es um und dann ist das Gedicht fertig. Und wenn dein Gehirn umprogrammiert ist, erschaffst du eine neue Wahrheit und diese Wahrheit zieht auf Quantenebene diese Landkarte, von der wir gesprochen haben, genau dich auf diese Landkarte. Ja. Das heißt, wir nutzen unser Gehirn, wir nutzen den Zustand der Meditation, versetzen uns mit Frequenzen auch in diesen Zustand hinein und arbeiten damit. Ja. Durch Meditation können wir unser Bewusstsein in den Zustand versetzen, indem wir der unbestimmten Natur der Realität bewusst werden und unsere Gedanken und Absichten nutzen, um diese Realität, die wir eben erleben, zu beeinflussen. Ja? Und so können wir die Prinzipien der Quantenphysik nehmen und anwenden und sie auf unser Leben übertragen. Und dann kommen wir zu Teil 4. Ja? Und das ist sozusagen die Essenz dieses Videos, und zwar die Methode, wie du die Quantenmeditation anwenden kannst. Ja. Ich weiß, ich habe viel um das Thema herum geredet, aber es ist ganz wichtig, dass du das Konzept dahinter verstehst, weil es gibt immer diesen Effekt, wenn das Gehirn nicht versteht, wie es funktioniert, dann zweifelt es an der Wirkung. Wenn du jetzt aber dieses Video gesehen hast und du verstehst, wie die Wirkung dahinter ist und wie die Physik dahinter funktioniert und du hörst dir danach so eine Quantenmeditation an oder du erstellst selber eine, dann wirst du eine ganz andere Wirkung haben und deswegen ist das Video auch so wichtig. Ja. Also, die Methode, die bahnbrechende Methode, die ich dir vorstellen möchte, funktioniert so. Sie kombiniert eben die Elemente der besten Meditationstechniken, gekoppelt mit den Konzepten der Quantenphysik und erschafft eine Art einzigartige Praxis, wie du dein Bewusstsein erweitern kannst, wie du dein Gehirn auf eine ganz, ganz andere Ebene programmieren kannst. Ja. Ich nenne das Quantenmeditation. Und diese hat 4 Komponenten. Ja. Die erste Komponente, wenn du eine Quantenmeditation durchführst, ist, dass du eine Fokussierung machst. Das heißt, du schließt deine Augen und fokussierst dich rein auf das Atmen. Am Anfang wirst du tief atmen, also du atmest sehr, sehr tief und versuchst wirklich beim Einatmen die Luft zu nehmen und in deine ganzen Chakrensysteme nach unten zu bringen und dann nach oben zu bringen. Also du atmest einfach tief. Wenn du das tust, dann wirst du merken, wie deine Gedanken immer weniger werden und wenn du dich nur auf das Atmen fokussierst. Wenn du noch Anfänger bist und dir noch schwer tust beim Denken, dann kannst du beim Einatmen eindenken, beim Ausatmen denkst du aus. Also ein und aus. Und das machst du so lange, bis du aufhörst mit Ein-Aus und dich dann nur noch auf das Atmen fokussierst. Und dann wirst du merken, wie du dich entkoppelst von deinen Gedanken. Das bedeutet, wir nehmen die Waschmaschine und reduzieren den Schleudergang und wir machen das Ganze langsamer. Irgendwann wird es so langsam, wir öffnen die Waschmaschine und programmieren dann sozusagen die Wäsche um. Ja. Das heißt, du richtest deine Aufmerksamkeit auf den Atem und befreist sozusagen deinen Geist von den ablenkenden Gedanken. Ja? Das wird dir helfen, eben einen zentrierten Geisteszustand zu erreichen und in die Quantenebene einzutauchen. Ja? Ich erstelle übrigens auch sehr, sehr viele Quantenmeditationen. Ja? Ich habe zum Beispiel für das Thema Wohlstand in der Brainwave 3D App über 10 Quantenmeditationen produziert, die alle verschiedene Themenbereiche haben. Einmal die Entkopplung vom karmischen System bzw. vom morphischen Feld von deiner Mama, von deinem Papa, wo die ganzen Blockaden von ihnen noch zum Thema Wohlstand dranhängen. Und für verschiedene Themen gibt es da schon in der App, kannst du einfach kostenlos runterladen, in der Kategorie Selbstprogrammierung im Wohlstand, und in den anderen Sachen kommen alle paar Tage neue Quantenmeditationen dazu. Und es gibt auch Quantensuggestion, wenn du mein anderes Video kennst, wo ich dir die Suggestionen dazu vorstelle. Dort habe ich schon sehr, sehr viele produziert, also aktuell über 10, und es kommen immer alle paar Tage neue dazu. Ja, wo ich einfach diese Methode, die ich dir heute vorgestellt habe, schon als komplette geführte Meditation, die so circa 15 Minuten dauert, anleite mit der Hypnose, mit Induktion, mit Tiefenentspannung, eine Frequenz, die darauf abgestimmt ist, dass das Gehirn auch bereit ist, neue Bilder zu programmieren. Ja, gibt es schon wissenschaftliche Studien dazu, welche Frequenz genau das beeinflusst und dann eben diese Sachen koppelt. Ja. Und bei manchen sind auch Quantensuggestionen gekoppelt mit Quantenmeditation. Ja.
Kommen wir zu Phase 2. Phase 2 ist die Visualisierung. Also du stellst dir gezielt in der ersten Phase die subatomare Ebene vor, wie du in die Quantenwelt eintauchst, ja, und visualisierst auf Anfang so Teilchen und Wellen, die die Grundlage dieser Realität bilden, ja, und versuchst diese unbestimmte Natur dieser Realität wahrzunehmen. Also du koppelst dein Bewusstsein einfach mit der Quantenwelt. Ja? Also du tauchst dein Bewusstsein wirklich in diese Ebene hinein. Ja? Dann kommen wir zu dieser dritten Phase. Die dritte Phase ist, ich nenne das Intention gekoppelt mit Bildern. Ja? Weil wir programmieren Emotionen, Intentionen und Bilder in dieser Ebene. Und in dieser Ebene machst du Folgendes. Du bist in der Quantenebene verbunden und formulierst eine ganz klare Absicht, was du möchtest, was du in dein Leben manifestieren möchtest. Deine Absicht kann eben das Thema Gedanken sein, das Thema Beziehungen, Karriere oder jeden anderen Aspekt deines Lebens. Und dann, wenn du noch etwas drauflegen willst, dann nimmst du eine Visualisierung. Ja? Also du stellst dir ein Bild vor und eine Situation vor und umschreibst das Ganze. Ja? Wenn du mein Buch Manifestation gelesen hast, dort habe ich diese 10 Beispiele, wie so eine Quantenmeditation aussehen könnte, vorgeschrieben, kannst du einfach durchlesen oder du hörst einfach kostenlos in der App Brainwave 3D in der Kategorie Selbstprogrammierung diese an und dann weißt du genau, wie dieses Konzept dahinter funktioniert, welche Bilder du anwenden kannst, damit das Gehirn genau diese Sachen nimmt und umschreibt und wie du das am besten mit Emotionen koppelst. Ja. Und dann geht es in die 4. Kategorie und das war das Thema Manifestation. Das heißt, du legst deine Absicht rein und die bestätigst du mit deiner Visualisierung, mit deiner neuen Programmierung. Wenn du willst, kannst du dann noch ein paar Quantensuggestionen dazu einbauen, die du im letzten Video von mir gelernt hast. Und dann stellst du dir vor, wie du das dort manifestierst. Am besten zum Beispiel, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, du stellst dir so einen Grabstein vor und meißelst dort irgendwas ein oder in so einen Stein meißelst dort irgendwas ein. Ja? Oder du stellst dir eine Tür vor auf der linken Seite, weil wenn du nach links schaust, dann erzeugst du im Gehirn die Zukunft und stellst dafür, wie du durch diese Tür gehst und wie du plötzlich ein anderes Verhalten hast, wie das, was du dir vorgestellt hast, bereits eingetreten ist. Ja? Weil damit zapfst du in der Quantenebene genau diese Realität an und ziehst sie in dein Leben. Ja? Und du wirst dann merken, wie diese Veränderung wichtig ist, dass du dieses Gefühl, diesen Zustand bereits fühlen kannst. Ja? Ich mache jetzt als Beispiel, ich stelle mir vor, dass in dein großer App eine Meditations-App kommt und mir meine App abkaufen möchte für eine sehr, sehr hohe Summe und ich das ablehne, weil ich es nicht notwendig habe. Und dieses Gefühl von ich brauche es nicht, ich lehne dieses Angebot ab und so weiter, weil ich meine Arbeit liebe und weil ich das weitermachen möchte und weil ich genug auch damit verdiene als Beispiel, und das erschafft eben dieses Gefühl der Zukunft, ja. Und das ist immer wichtig bei so einer Quantenmeditation, dass du das Ziel, was du hast, in eine bildliche Zukunft vorstellst und das dann immer wieder durchlebst, regelmäßig, am besten mehrmals am Tag, so 1 bis 3 Mal am Tag kurz diese 10 bis 15 Minuten Meditation hörst und dann wirst du schon nach ein paar Tagen merken, wie sich das in dein Leben, dein Verhalten sich ändert, deine Gedanken sich ändern und dementsprechend deine Wahrheit sich ändert und dementsprechend sich in der Außenwelt das Ganze sichtbar machen wird. Ja. Das heißt, diese Quantenmeditation sollst du idealerweise am Anfang täglich verwenden. Ja. Je regelmäßiger du das Ganze anwendest, desto stärker wird die Verbindung zwischen deinem Bewusstsein und der Quantenebene auch sein. Ja. Und mit der Zeit wirst du wirklich merken, wie du eine tiefere Wahrnehmung deiner Realität in Bezug auf diese Sachen, die du programmiert hast, machst. Also du kannst natürlich auch die Quantensuggestionen, die ja vom letzten Video auch ausdrucken und beim Zähneputzen auch noch durchlesen und dabei noch die Quantenmeditationen und Suggestionen hören. Und dann wirst du einfach einen sehr, sehr starken Fortschritt im Leben spüren. Ja. Wichtig ist, dass du geduldig bist, dass das Ganze nicht von heute auf morgen geht. Je nachdem, du musst dir vorstellen, du bist 40 Jahre alt zum Beispiel, du hast 40 Jahre lang dein Gehirn mit einer Sache programmiert, mit einer Wahrheit und du kannst dann nicht mit 2, 3 Meditationen das ganze Gehirn umprogrammieren. Also das ist so eine Art Waage, aber was auf jeden Fall klar ist, dass diese Methode auch tief sitzende Sachen sehr, sehr schnell
umprogrammiert. Ja? Und deswegen, wenn du der Meinung bist, dieses Video sollten viele Menschen sehen, dass diese Sachen nutzen in ihrem Leben, dass sie daraus Profit für ihr Leben nehmen, ja? Dann teile dieses Video an deine Freunde und gib mir vielleicht selber Vorschläge in den Kommentaren, wenn du sagst so, ja Marco, ich hätte zu dem Thema gern bitte eine Quantenmeditation, kannst du mir eine produzieren? Schreib es mir unten als Vorschlag rein und ich werde versuchen, dann dazu eine Quantenmeditation zu machen. Wie gesagt, in der App kannst du sehr, sehr viele kostenlos testen, 7 Tage lang. Und ja, es war mir eine riesengroße Freude, dir das heute vorstellen zu dürfen und im letzten Video auch die Quantensuggestion vorzustellen. Und falls du meine App noch nicht kennst, schau einfach rein, holst dir kostenlos. Dort gibt es sehr, sehr viele Quantenmeditationen und Quantensuggestionen. Kannst einfach 7 Tage lang testen und wäre mir eine große Freude, wenn du mir dann dazu auch noch Feedback gibst. In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich weiß, das Video war geballt mit viel Wissen, aber es war mir einfach sehr, sehr wichtig, dass du die Physik hinter Quantensuggestion und Quantenmeditation verstehst, weil damit wirst du einfach dein Leben ganz, ganz anders und bereichern können, wenn du dieses Konzept anwendest in dein Leben und dein Gehirn wesentlich schneller programmierst und eine neue Wahrheit für dich definierst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, danke für das Like, fürs Abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder.